guten Morgen und willkommen auf einer neuen Tour von mir. Ich befinde mich hier im Erzgebirge, meiner Heimat. Ich war gerade auf dem Kahleberg, das ist bei Altenberg, und ich bin auf dem Weg zum Bohemian Border Bash Camp, was da in der böhmischen Schweiz stattfindet, jetzt im September. Und genau, das sind heute ungefähr 70 Kilometer und ich fahre jetzt immer auf dem Osterzgebirgskamm quasi erstmal Richtung Detschin, Richtung Elbe, und dann geht es noch, ich glaube, 10 Kilometer in die böhmische Schweiz rein und dann bin ich dort auf dem Campingplatz. Und dann nehme ich euch jetzt erstmal mit. Vom Kahleberg fuhr ich über die Rollerbahn der Biathlonanlage in Zinnwald und dann direkt weiter zur deutsch-tschechischen Grenze. Über einen kleinen Pfad war ich schnell auf tschechischer Seite. Es war interessant, nach einiger Zeit wieder auf den alten Wegen unterwegs zu sein, die ich früher mit meinem Mountainbike erkundet habe. Die Mad East Challenge zum Beispiel, ein Mountainbike-Marathon, der leider nicht mehr ausgetragen wird, führte auf ähnlichen Strecken bis zum Mückentürmchen. Von hier aus hat man einen der besten Ausblicke über das gesamte böhmische Mittelgebirge mit seinen markanten Vulkankegeln. Für mich ging es allerdings nicht ins Tal hinunter, sondern über nicht mehr ganz so bekannte Wege immer weiter auf dem Kamm entlang. Ich querte die Autobahn, die Prag und Dresden verbindet, fuhr vorbei an tschechischen Grenzständen, wo ich mich schon früher gefragt hatte, wer den ganzen Kram kauft, und nahm letztendlich einen Weg zu den Tiszaer Wänden durch den Wald. Ich hatte mir wohl den falschen Weg herausgesucht, denn ich war etwas weit weg von den Tiszaer Wänden und dann etwas enttäuscht über den nicht so guten Ausblick. Ohne großartige Pause ging es dann also weiter über eine lange, abwechslungsreiche Abfahrt bis nach Detschin. Von dort hätte ich theoretisch immer an der Elbe entlangfahren können und wäre in kürzester Zeit am Ziel gewesen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich immer noch den einen oder anderen Berg einbaue. Eine kurze Anekdote zu dieser Abfahrt. Es ist bestimmt 10 Jahre her, da bin ich bereits schon einmal hier entlang gefahren. Damals mit dem Mountainbike und auch über dieses, ich nenne es mal, extreme Kopfsteinpflaster. Ich hatte mir geschworen, diese Abfahrt nie wieder zu fahren, weil es selbst mit dem Mountainbike schrecklich war. Tja, genau die Story kam mir in den Sinn, als ich wieder auf dem Kopfsteinpflaster unterwegs war. Und es sollte nicht das letzte Mal sein. Umso glücklicher war ich, als ich auf dem gut asphaltierten Elbe-Radweg Richtung Fähre radeln konnte. Die direkte Überfahrt habe ich ganz knapp verpasst und so wartete ich ein paar Minuten in der Sonne. Das war mein Glück, denn ich lernte Pablo kennen, der ebenfalls auf dem Weg zum Bohemian Border Bash Camp war. Pablo kannte eine Menge Leute, die auch im Camp waren, und durch ihn habe ich viele neue Leute kennengelernt. Im Camp angekommen bekam ich den Schlüssel für meine Hütte, eine Willkommenstüte und organisierte mir ein paar Coins für diverse Getränke für die Zeit im Camp und am abendlichen Lagerfeuer. So, guten Morgen. Bohemian Border Bash Camp, Tag Nummer 1. Heute ist der Blind Bash am Start. Das heißt, wir bekommen Aufgaben, die wir lösen müssen. Und dann bekommen wir erst die neue Route. Wir haben jetzt gerade die ersten 3 Aufgaben gelöst. Ein paar Fragen über das neue Gravelbike von Focus. Und jetzt geht es auf die ersten 8 Kilometer. Der SRAM Blind Bash und dann geht's weiter. Der Blind Bash war eine ungefähr 70 Kilometer lange Route durch das Elbsandsteingebirge mit einigen Zwischenstopps, an denen wir Aufgaben lösen oder Challenges meistern konnten. Beim Darten wurde doch so mancher Ehrgeiz geboren und es schienen so einige Profis dabei zu sein.
Genau, das war so das erste Spiel. Darten, man musste XPLR, also Explore, mit 6 Dartpfeilen schaffen. Habe ich nicht geschafft. Ich habe nur 3 getroffen, aber die Route gab es trotzdem. Jetzt geht es weiter zum nächsten Checkpoint. Ich muss die anderen jetzt mal einholen. Ich hatte mit den Leuten dort am Stand ein bisschen gequatscht. Hier sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich alle 6 Pfeile getroffen habe, aber nur 3 von den 4 Buchstaben. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte die Hälfte der Pfeile im Dreck versenkt. Bis zur nächsten Challenge drückte ich also etwas mehr auf die Tube und habe hier am Turm meine Gruppe wiedergefunden. Nach einer kleinen Pause und dem Fotoshooting ging es mit ein bisschen Stop and Go weiter zur Challenge Nummer 4. Es ist wirklich unglaublich schwer, einen Faltreifen auf ein gewünschtes Ziel zu werfen. Ich glaube, beim 3. Versuch habe ich es dann auch geschafft. I need the smiles. Weiter ging es, auf zur Mittagsstation. Mit einem Eis als Zwischenstopp, schnellen Abfahrten und wunderschönen Gravelwegen kamen wir dann irgendwann bei der Mittagsstation an. Nach der Stärkung ging es auf die letzte 27 Kilometer Runde wieder in Richtung Camp. Durch traumhafte kleine Täler, vorbei an vielen Felsformationen, mit viel Spaß und fantastischen Ausblicken verging die Zeit wie im Flug. Meine Camp-Routine bestand übrigens aus Duschen, Essen und wie immer am Lagerfeuer sitzen. Als besonderes Highlight gab es einen Campfire-Talk über die ein oder andere Bikepacking-Erfahrung und natürlich sehr gute Gesellschaft. So, guten Morgen. Wir sind gerade losgefahren. Heute ist Samstag, der Bash. Ich bin auf der großen Runde unterwegs. 166 Kilometer sollen das sein. Und ich bin gespannt, wie das wird. Gestern war schon richtig viel gutes Gravel dabei und richtig geile Aussichten. Heute wird es ein bisschen flotter und bin echt gespannt, wie es wird. Also, ich nehme euch mit. Bis dann. What is race? Is race? Race! Not the race! Der
Tag begann mit einem wunderschönen Sonnenaufgang und wirklich perfektem Wetter. Ich fuhr gleich zu Beginn in der vorderen Gruppe mit. Nach 166 Kilometern wollte ich nicht allzu spät im Camp ankommen. Es wurde ordentlich auf die Tube gedrückt und so fanden wir uns nach nicht allzu langer Zeit nur noch zu dritt in der Gruppe. Klaus, Stefan von 8bar und ich harmonierten ganz gut zusammen und so spulten wir die ersten Kilometer und Höhenmeter mit gutem Tempo ab. Leider hatte Klaus in einer Abfahrt einen Platten, den die Tubeless-Milch nicht abdichtete. Es war also eine Reparatur angesagt und so fuhr ich mit Stefan zusammen allein weiter. Am ersten Wasser- und Snackstop sammelten wir Extrameter auf dem kleinen Pumptrack. Sämtliche Wettervorhersagen hatten für den Tag starke Niederschläge vorhergesagt. Stefan nutzte die Chance und blieb am Zelt bei der Wasserstation, während ich mir die Regenjacke anzog und von da an allein unterwegs war. Es goss wirklich aus Eimern und ich fragte mich, warum ich nicht auch unterm Zelt geblieben bin. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr, dachte ich mir. Die Fähre habe ich übrigens wieder knapp verpasst und musste diesmal 20 Minuten auf eine nächste Überfahrt warten. Da hätte ich auch unter dem Zelt stehen bleiben können. In der Wartezeit holten mich ein paar Fahrer von den kürzeren Distanzen ein und wir fuhren gemeinsam bis zur Landstation. Über aufgeweichte Trails, mit Regen und ziemlich durchnässt bahnte ich mir meinen Weg weiter auf der Strecke entlang. Die Regenjacke hatte ich mittlerweile wieder ausgezogen, denn dafür war es im langen Anstieg viel zu warm. Schnelle, schmale Trails und für ein Gravelbike anspruchsvolle Abfahrten hielten die Motivation hoch. Aber auch kurze Schiebepassagen an den steilen Felswänden gab es. Immerhin war hier ein Weg vorhanden, aber dazu später mehr. Das nächste Ziel war der große Schneeberg. Eigentlich ein Kaffee-Checkpoint von den Jungs von Focus, aber wir hatten als Teilnehmende am Start entschieden, dass wegen 10 Leuten niemand bei dem Wetter auf uns warten muss. Trotzdem fuhr ich den steilen Anstieg hinauf und legte sogar noch ein paar Extrameter zurück, denn ich wollte bis zum steinernen Turm fahren und die Aussicht genießen. Tja, mit der Aussicht war es so eine Sache. Der Schneeberg war auf der gesamten Route der höchste Punkt, weshalb es von da an erstmals größtenteils bergab ging. Für Wassernachschub sorgte eine kleine Quelle, aber ich hätte wahrscheinlich auch einfach die Trinkflasche in den Regen stellen können. Irgendwann zeigte mein Wahoo dann einen Abzweig nach rechts an, den es in der Natur so nicht gab. Ich suchte nach einem Pfad, aber letztendlich bahnte ich mir meinen Weg durchs Unterholz den Abhang hinab. Immerhin entschädigte mich die Natur mit diesem kleinen Feuersalamander. Somit hatte sich der Umweg schon gelohnt. Wieder auf einem Weg angekommen, hatte ich sofort einen Aha-Moment. Das Kopfsteinpflaster kennst du doch. Dieser Abschnitt hielt ein paar fiese Löcher bereit, die das Wasser auf seinem Weg ins Tal freigespült haben muss. Durch den Regen waren die Steine sehr rutschig und so wechselte ich zwischen Fahren und Tragen. Unten im Elbtal angekommen, kam sogar die Sonne etwas heraus. Ich fuhr an der Fähre vorbei, in der ich am Vormittag den Fluss überquert hatte. Mein nächstes Ziel war die Mittagsstation, an welcher es ein paar Stunden zuvor den Pfannkuchen gab. Dort angekommen war erstmal Land unter angesagt. Der Himmel öffnete seine Tore und es schüttete aus Eimern. Ich verbrachte einige Zeit unter dem schützenden Zelt in der Hoffnung, dass der Regen vorüberzog. Leider war kein Ende in Sicht und so entschied ich mich, zur nächsten Fähre zu fahren und weiter der Route zu folgen. Schließlich wollte ich nicht im Dunkeln ankommen. Bei der Fährüberfahrt prasselte der Regen nochmal so richtig hinab und so wusste ich, dass die letzten 55 Kilometer ganz schön hart werden würden. Zugeben, die tief hängenden Wolken und der Regen ließen die Landschaft noch mystischer wirken, als sie ohnehin schon war. Das Wetter machte aber nicht nur dem Körper zu schaffen, sondern auch das Material litt enorm unter den erschwerten Bedingungen. So hatte ich seit geraumer Zeit ein ununterbrochenes Schleifen der Vorderradbremse als ständigen Begleiter. Klar, Sand dachte ich,
aber dem war leider nicht so. Nach einem kurzen Stopp stellte ich fest, dass die Belege komplett heruntergefahren waren und sich sogar die Klammer schon verformt hatte. Kurzerhand baute ich die Belege aus und verzichtete auf den letzten 25 Kilometer auf eine Vorderradbremse. Das sollte mir etwa 2 Kilometer vor dem Camp zum Verhängnis werden. Auf einer kleinen, kurvigen Straße rutschte mein Hinterrad weg und ich verhinderte vorerst einen Sturz, indem ich die Bremse wieder öffnete. Genau in diesem Moment kam ein Linienbus um die Kurve und ich ging voll in die Eisen. Natürlich zog es mir beide Laufräder weg, ich stürzte und rutschte zum Glück in die Böschung. Schockmoment, aber außer ein paar Schürfwunden und einem kaputten Bohrsystem am Schuh war alles in Ordnung. Den Abend ließen wir wieder am Lagerfeuer ausklingen. On top gab es diesmal eine Feuershow und die Krönung des Siegers vom Bohemian Border Bash Race. Mein Rückweg am nächsten Tag bestand wieder aus der Fährüberfahrt, Regen, tollen Ausblicken, der Festung Königstein, Ausblicke auf die Bastei, einem Schaufelraddampfer und ja, einem gebrochenen Ventil. Deshalb fuhr ich nur zum Bahnhof, denn alle 10 Kilometer musste ich nachpumpen. So ließ ich es damit gut sein und ließ die schöne Zeit Revue passieren.